Willkommen zur Weihnachtszeit im Airfryer. Heute wird's gemütlich, lecker und überraschend einfach. Von herzhaften Weihnachtsmarkt-Klassikern bis hin zum süßen Festtagsduft. Alles direkt aus deiner Heißluftfritteuse. Los geht's mit einem Klassiker, den ich jedes Jahr liebe. Gebratene Champignons mit Kräuter-Knoblauchsoße. Außen leicht gebräunt, innen saftig und das Ganze ohne Pfanne. Und einfach in 10 bis 15 Minuten im Airfryer, je nachdem welche Heißluftfritteuse du hast. Und du hast das echte Weihnachtsmarkt-Feeling in deiner Küche und so lecker. Ho, ho, ho. Merry Christmas! Ja, und als erstes siehst du hier, dass ich die Champignons unten die Stiele entsprechend abgeschnitten habe und jetzt mit einem Tuch, die nur etwas sauber mache, also nicht mit Champignonsaft auf keinen Fall ins Wasser tun, sondern nur mit dem Tuch leicht abreiben, denn wenn du sie ins Wasser tust, dann werden die einfach nichts, dann verwässern die schon und das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Ja, und jetzt gehe ich her und tue die Champignons in so kleine Stücke reinschneiden. So, nachdem ich die Champignons alle auf gleichmäßige Größen etwa gebracht habe, geht es jetzt weiter jetzt hier mit den Würzen. Jetzt habe ich ja als erstes Pfeffer. Ja, ich tue die ganz kräftig gut pfeffern. Dann habe ich jetzt hier italienische Kräuter, die kommen noch mit dazu. Diese Kräuterwürzmischung ist ganz lecker. Dann habe ich hier mein Rauchsalz, auch bei meinem Rauchsalz noch entsprechend oben drüber. Also du kannst die Champignons jetzt auch nach deinen Vorstellungen würzen. Das sage ich auch immer wieder, jeder würzt das gerade so, wie das möchte. Da habe ich gesehen, da war noch ein Champignon abgehauen, der muss natürlich auch noch mit in die Schüssel rein. Jetzt habe ich hier meine Knoblauchzehe, die ich wieder brauche. Ja, und die lässt sich also da mit diesem Helferchen ganz gut gleich schälen. Und jetzt muss ich sie nur noch klein fein schneiden. Also ich schneide sie jetzt auch klein und drücke sie durch keine Presse oder was. Das ist ruckzuck sind die so geschnitten, bis du dann wieder die Presse erstmal sauber gemacht hast. Das muss nicht sein. So, der ganze Knoblauch entsprechend jetzt noch mit dazu. Jetzt arbeite ich das Ganze schon mal gut durch. Also jetzt, wo die Champignons noch trocken sind, kein Öl und nichts dran ist, durch das Ganze gut durcharbeiten, dann kommen die Gewürze besser an die Champignons überall ran, als wenn ich jetzt schon mit Öl eingesprüht hätte. Deswegen mache ich das so in dieser Arbeitsweise, in dieser Schrittweise. Und jetzt habe ich hier mein Olivenöl. Das ist jetzt hier noch 3-4 Löffelchen Olivenöl. Erstmal nehme ich jetzt nur 3 Löffel und das arbeite ich jetzt hier gut durch, dass das Olivenöl also gleichmäßig an die Champignons überall rankommt. Also ich habe mir gedacht, ich zeige dir jetzt auch, du kannst auch deinen Sprüher nehmen und die Champignons damit einsprühen. Dann hast du einen feineren Nebel überall gleich über die Champignons. Ist mir im Nachhinein das eingefallen, das hätte ich auch machen können. Aber das, wie gesagt, das kannst du machen, wie du möchtest. Das sind so Vorschläge, die ich hier halt mal zeige. Ja, und dann stelle ich die Champignons erstmal so für eine Viertelstunde, 20 Minuten beiseite, dass die gut ziehen. Ja, du kannst auch noch etwas länger stehen lassen. Desto besser die schon mit den Gewürzen alles gezogen sind, desto aromatischer werden sie dann auch und auch. Ja, und in der Zwischenzeit, wo die ziehen, habe ich gedacht, kann ich schon mal meine Soße zubereiten. Also ich habe jetzt hier einen Becher saure Sahne. Ich nehme diesmal saure Sahne. Du kannst auch Creme Fraiche nehmen. Mit der saure Sahne ist es etwas frischer. Mit Creme Fraiche wird das etwas gehaltvoller vom Geschmack her. Also wenn das kannst du entsprechend unterschiedlich nehmen. So, jetzt verteile ich das hier schon mal oder rühre das hier schon mal ein bisschen gleichmäßig durch. Und dann kommen die Würze entsprechend dazu. Jetzt habe ich wieder meine italienischen Kräuter, die ich jetzt hier dazu nehme. Also nicht zu kontraproduktiv gegenüber von dem, wie die Champignons schon mal gewürzt werden. Jetzt habe ich hier noch mein Knoblauchsalz etwas. Das arbeite ich schon mal erstmal kurz durch. So, noch etwas Salz oben drüber. Also ich schmecke das zwischendrin immer mal ab und dementsprechend würze ich dann nachher noch nach. Also von den italienischen Kräutern habe ich gemerkt, es kann noch ein bisschen mehr daran, wie gesagt, das abprobieren, abschmecken und dann dementsprechend entscheiden, ob du noch anders nachgewürzt haben möchtest. Dann habe ich hier Schnittlauch, den ich jetzt noch klein schneide und etwas Schnittlauch, den auch noch mit unten drunter gebe. So, also jetzt kommt der Schnittlauch hier noch mit dazu. Und dann schneide ich von der Zwiebel nur einen Teil ab, weil ich brauche nicht die ganze Zwiebel, deswegen nur ein Stückchen, was ich jetzt an Zwiebeln noch brauche. Und die Zwiebel klein gewürfelt, die kommt jetzt auch noch mit dazu.
So, und jetzt die Zwiebeln noch etwas drunter arbeiten. Ja, hast du ein Lieblingsrezept, wie du deine Kräutersoße oder dergleichen oder die Knoblauchsoße zubereitest? Kannst du mir auch mal in den Kommentaren schreiben. Oder verrätst du mir, von wo du dieses Mal zuschaust? Würde mich sehr interessieren. Aber jetzt geht es schon so weit, dass es alles fertig ist und meine Champignons sind genug gezogen und sie kamen schon hier in die Heißluftfritteuse rein. Ja, ich mache noch gleich Fleischkäse mit dazu. Also ich habe unten diese Grissplatte drin. Hier habe ich meine Silikonmatte unten drunter und die Champignons, die hatte ich schon eingefüllt. Und jetzt geht es auch gleich rüber an die Heißluftfritteuse, wo wir uns jetzt die einzelnen Einstellungen anschauen. Ja, die Heißluftfritteuse eingeschalten auf 180 Grad und von der Zeit 10 Minuten und so lassen wir das erstmal laufen. Hier haben wir kurz eine Zwischenkontrolle rein, wie das Ganze aussieht und nochmal kurz weiterlaufen lassen. So, die nächste Zwischenkontrolle, besser gesagt die Endzeit ist, die 10 Minuten sind rum. Jetzt kommt der Fleischkäse hier raus aus der Heißluftfritteuse. Und den Fleischkäse packe ich jetzt etwas in Alufolie ein, damit der warm bleibt. Und meine Champignons, die kommen nochmal in die Heißluftfritteuse rein. Also die kommen wieder zurück. Und das Ganze stelle ich jetzt wieder 81 Grad ein, aber nur noch für 5 Minuten, denn das langt voll und ganz. So, die Heißluftfritteuse hat gerufen, die Zeit ist rum und schau, ja, die sehen da richtig köstlich aus. Und schau hier nochmal, jetzt geht schon an Servieren. Champignons und Fleischkäse habe ich schon auf meinen Teller. Jetzt kommt noch meine Knoblauchsoße, meine Kräutersoße noch dazu. Und dann wird gleich mal gekostet, wird gleich mal probiert. Aber du siehst es so schon, die sehen ganz lecker aus. Also schau jetzt hier, also du siehst innen drinne, die sind noch richtig schön saftig. Das sieht man auch so schon ohne zu probieren. Die Kräutersoße dazu und mein Fleischkäse, alles hat super perfekt gepasst dazu. Und jetzt geht es weiter mit meinem Lieblingschriststollen in Blitzform. Ein Quarkteig mit einer aromatischen Mondfüllung. Kein langes Gehen, kein Warten. Einfach mischen, formen, backen. 20 Minuten durfte die Küche so herrlich nach Weihnachten. So, jetzt lasse ich das Video etwas schneller laufen. Also die ganzen Zutaten. Ich hatte 100 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, etwas Salz, ein Ei, 125 Gramm Quark, 52 Gramm Mehl, Teelöffel Backpulver, dann das Christstollengewürz, Orangenat, Rosinen und Mandeln und etwas Rum. Das hatte ich alles nach und nach in meine Küchenmaschine reingegeben und habe das damit gut kneten lassen. Wenn ihr es ausführlich sehen möchtet, dann habe ich ein separates Video, wo ich die ganzen einzelnen Schritte direkt nochmal zeige. Aber hier habe ich das jetzt verkürzt, damit du das nicht alles nochmal so lange einzeln ansehen musst. So, jetzt geht es weiter. Ich habe hier Mohnback, das sind 250 Gramm. Und ich brauche nur die Hälfte, deswegen habe ich mir jetzt hier meine Waage hingestellt. Ja. Jetzt etwas Mehl hier verteilen. Das würde ich auch schon mal leicht einmehlen. Und ich habe mir nachher überlegt, dass ich den Stollen hier in diese Form drinne backen werde. Deswegen habe ich das schon mal leicht eingemäht. Wenn ich die Form so nehme, habe ich die Rillen unten drunter und das ist dann doch nicht ganz so ideal. Habe ich mir gedacht. So, das ist jetzt der Teig. Ich das kurz darüber. So, den Teig muss ich jetzt etwas ausrollen hier. Mal gucken von der Breite. Jetzt muss ich ein bisschen schmaler machen dann. Schmale und Länge ausrollen. Kannst auch so mal drücken. So, jetzt habe ich hier meinen Mohnback.
Rundback überall etwas verteilt. Jetzt wird der Stollen von dieser Seite her aufgerollt. Da habe ich meinen Tegschaber, der kann mir wunderbar dabei helfen. Jetzt habe ich hier das Vorbereitete. Upsa. So. Das kommt jetzt in den Ninja Speedy rüber rein. In Speedy unten kommt Wasser rein, weil ich das Ganze mit Dampf backen. Durch den Stollen jetzt hier ausbacken. So, die Grillplatte ist unten drin. 400 Milliliter Wasser habe ich hier. Und jetzt kommt mein Stollen da so gerade oben drauf. Speedy runter, Hebel hoch, Speedy einschalten, nicht Dampf garen, sondern Dampf backen. Das ist 1 oben drüber. Temperatur nehme ich 160 Grad und vom Timer stelle ich jetzt 25 Minuten ein. So, dann öffnen wir mal den Sesam. Der Speedy hat gerufen, er wäre fertig. Das sieht ja schon mal richtig toll aus. Jetzt warte ich einen ganz kleinen Augenblick mal, da hole ich das raus und schau mal, ob der vom Boden von unten schon gut ist oder ob ich ihn drehen muss. Da ist er. Das war meine Lammerton, wie ich sie mir schnell jetzt zum Mittag gemacht hatte. Der Stollen, der sieht schon richtig gut aus. Es ist noch richtig heiß. Mal schauen. Ich muss mal die Kamera wegnehmen, dass ich besser ran kann. So, da bin ich wieder. So sieht er jetzt von unten aus. Da packe ich den jetzt gerade mal ein paar Minuten rein und lasse die von dieser Seite mal etwas nachbacken noch. Noch ein kurzer Tipp, bevor jetzt mein Speedy da komplett fertig ist. Ich habe ja hier diese innen drinnen drunter in die Schale reingetan. In die unten drunter Schale reingetan. Also ich habe das ja in die Schale unten drunter reingetan. Und ich zeige euch gleich nochmal, da wo jetzt die Schale nicht war, hat man halt von dieser Silikonform die komischen Griffe von unten. Und das wächst sich ja dann ein, dann kriege ich ja den Stollen nicht so gut raus. Deswegen habe ich das mir so zurechtgeschnitten. Das Ganze ist einfach so eine Form mit hier, in der ich auch manchmal Kuchen mit drin mache. Und da sind insgesamt 4 Stück im Pack und ich habe einen geopfert, habe den Rand abgeschnitten und habe das jetzt so als Einlage, wo ich das überall rein tun kann. So, und hier habe ich jetzt meinen fertigen Christstollen. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn anfasse. Ja, nee, das ist noch zu heiß. Ja, können wir später noch anschauen. So, jetzt kommt noch flüssige Butter oben drüber. Der sieht richtig klasse aus. Ja, und durch den Speedy, durch die Größe, da kann man auch einen richtig schönen großen Christstollen schon drin backen. Hier ist mein Puderzucker hingestellt. Ach, da. So, und ich hatte auch diesmal die Matte unten drunter gepackt, damit ich nicht mal den ganzen Puderzucker auf mein Holzbrett habe. Dann geht es in die Rillen rein, das ist dann doch nicht ganz so ideal. So, fertig. Wenn er kalt ist, wird er angeschnitten und dann schauen wir uns an. Ja. Richtig toll. So, hier ist der Anschnitt und der sieht doch richtig klasse aus. Und ich kann euch sagen, der hat sowas von lecker geschmeckt. Leckere Christstollen aus der Heißluftfritteuse und heute dürfen 2 Heißluftfritteusen gegeneinander antreten. Einmal der Ninja Speedy und zum anderen der Cosori Turbo, der 6.0, der neue von der Cosori. Als erstes fange ich mal an, dass ich warme Milch brauche. Ich brauche Hefe. So, der Würfel hat 44 Gramm, ich brauche aber nur ca. 20 Gramm davon. Dann habe ich hier warme Milch. Also so lauwarm habe ich die Milch vorbereitet. Die Hefe kommt jetzt da in die warme Milch rein. Dazu 1 Teelöffel Zucker. Ich habe hier insgesamt 50 Gramm Zucker schon mal abgewogen. Und von den 50 Gramm nehme ich jetzt 1 Teelöffel davon weg.
Vom Mehl habe ich hier 300 Gramm und ein bisschen Mehl kommt jetzt da auch rein. Also nehme ich von den 300 Gramm hier auch noch ein Löffelchen Mehl weg. Das Ganze lasse ich jetzt hier drin erstmal gehen und stelle es beiseite. So, jetzt brauche ich meine Schüssel. Das restliche Mehl kommt hier jetzt in die Rührschüssel. Was ich noch abwiegen muss, sind 150 Gramm Butter. So, die Butter ist auch schon zimmerwarm. Ja, jetzt habe ich da 150 Gramm Butter. So, jetzt kommt da der restliche Zucker mit dazu. Dann brauche ich noch. Von den Gewürzen habe ich mir hier mal so ein Christstollen-Gewürz geholt. Das Ganze ist für 750 Gramm Mehl. Wir haben jetzt 300 Gramm Mehl. Die Hälfte, dann ist es richtig sehr viel. So, nicht, dass jetzt zu viel wird. Jetzt gucke ich mal meine Hefe, wie weit die schon flüssig geworden ist. Sich mit der Milch. Jetzt gucke ich, dass die Hefe gut sich aufgelöst hat. Ja, so dürfte es jetzt passen. Das kommt jetzt da rein. Das wird jetzt gut miteinander verarbeitet. Das verarbeite ich jetzt erstmal so gut durch. So, jetzt habe ich erstmal gut durchgearbeitet etwas. Jetzt habe ich da 150 Gramm Rosinen abgewogen in den Teig rein. Weiter geht's 40 Gramm gehackte Mandeln. Dann habe ich jetzt hier Orangenat und Früchte. Entweder nehme ich gleich den Früchtemix. Also jetzt der Früchtemix. Aber ich glaube, ich nehme davon 50 Gramm und mache hier von den Orangenat noch dazu. So. Das kommt noch mit da rein. Andere Gewürze wie Zimt, Kardamom und Nelken, das Muskatnuss brauche ich jetzt nicht extra zu machen, weil ich habe hier das Gewürz. Da ist ja alles schon fix und fertig drin. Und jetzt arbeite ich halt, ist mir was eingefallen, etwas Rum-Aroma mache ich noch dazu. Also du kannst puren Rum noch reinmachen oder ein bisschen von dem Rum-Aroma. So, und das arbeite ich jetzt da noch in die Masse richtig schön ein. Also duften tut es hier Wahnsinn. So, jetzt dürfte es gut verteilt sein überall. Jetzt habe ich hier meine Form. Und da packe ich den jetzt gerade mal so erstmal rein. Und jetzt ist es egal, ob ich mit dem Cursori weitermache oder mit dem Speedy. Weil beide haben ein Programm, was ich euch auf 40 Grad einstellen kann. Weil das kommt mir jetzt in diesem Fall nehme ich mal den Speedy, weil da will ich auch nachher weiter machen und den Cursori auch, aber es ist ja egal. Also ich habe es jetzt im Speedy so da unten drin. Vom Programm habe ich Dirnen eingestellt, 40 Grad und starte das. Das Ganze lasse ich jetzt mal 30 Minuten. Das kann ich also 30 Minuten dann nicht einstellen. Da muss ich halt so mal die Uhr schauen. Der Teig soll sich jetzt schön vergrößern. So, die halbe Stunde ist rum. Ja, er ist ganz gut aufgegangen. So, und da ich den auf 2 Heißluftfritteusen probieren will auch, teile ich den jetzt mal so in der Mitte. Das ist die eine Hälfte und das gibt die zweite Hälfte. Also ich glaube, von der Größe her hätte der sogar komplett so reingepasst. Aber ich will es ja mal mit 2 verschiedenen Heißluftfritteusen probieren. Einmal mit dem Ninja Speedy und dann ganz normal mit der Dampfbackfunktion. So, von der Form kommt er jetzt wieder in den Speedy rein und da lasse ich ihn auch nochmal gehen. Die Hälfte
Kommt jetzt so, wie sie ist. Und die Cosori. Eieiei. So, also, vergessen aufzunehmen. Da habe ich den jetzt unten drin. Eingeschalten, Dye-Programm, Temperatur hier runter. Die kann ich hier einstellen auf 40 Grad. Und das Ganze gestartet. So, jetzt mache ich erstmal mit dem Speedy weiter. Also wir sehen, der ist noch richtig schön aufgegangen. Ich mache jetzt etwas Wasser unten unter der Platte rein. 200 Milliliter. Ja. Speedy zu. Halt, ja, der hat recht, erstmal ausschalten. So, wieder einschalten. Hebel hoch. Und Dampf backen. Da stelle ich 160 Grad ein und vom Timer 25 Minuten. Jetzt hätte ich beinahe noch was vergessen. Ich will das hier mit Butter noch etwas bestreichen. Nochmal auf. Hier habe ich flüssige Butter. Und Start. So, Cosori mache ich auch mal Stopp. Sehen wir, der ist auch schön aufgegangen. Den hole ich jetzt noch mal kurz raus. Decken mit dem Tuch nochmal ab. Bei den Cosori will ich hier unten auch etwas Wasser reinmachen. Die hat zwar keinen Dampfbacken, aber ein bisschen Wasser ist eigentlich immer ganz gut. So. Jetzt schalten wir die wieder ein. Und ich will ja alles mit der Airfryer-Funktion probieren. Und also jetzt hier in dem Cosori zu machen. So 160 Grad. Jetzt lasse ich da auch erstmal etwas vorheizen und so lange habe ich jetzt hier meinen Stollen jetzt hier so nochmal abgedeckt. Und der Speedy, der arbeitet inzwischen schon. Aber das Vorheizen, das Dampfen, das braucht jetzt ca. 20 Minuten, bis er dann die Temperatur erreicht hat. Und ab da läuft die Zeit bei dem erst dann los. Und hier läuft die Zeit dann vorher schon los, da da die Vorheizphase, ich mache jetzt mal die 10 Minuten, dass der auf die 160 Grad schon ist und dann lasse ich ihn starten. Jetzt war das Video nicht an. Also ich habe ihn jetzt hier rein, habe das Airfryer-Programm wieder gestartet, 60 Grad 20 Minuten und habe auch mit Butter nochmal bestrichen. So, jetzt laufen beide. So, die 20 Minuten sind rum. Schauen wir mal. Also außen tut es von oben schon mal gut. Jetzt wird dann nochmal schön bestrichen. Ich brauche hier richtig schön Butter. In der Konsistenz ist sie noch zu weich. 160 Grad. Und nochmal 10 Minuten stelle ich ihn nach. So, wenn ich jetzt mal schaue, also der Cosori ist jetzt fertig. Und so sieht es momentan da drin aus. Ich denke, das dürfte gut sein. Ich lasse ihn jetzt einfach mal da drinnen so abkühlen. Der Speedy hat noch 3 Minuten. Ihn hatte ich zwischendrin auch mal aufgemacht und auch mal etwas bestrichen mit Butter noch. Und der sieht so aus. Also beide sind etwas auseinandergegangen, wenn ich so sagen darf. Die muss ich das nächste Mal mehr in der Form mitmachen, dass sie nicht ganz so sich mehr ausbreiten können. Aber ansonsten sieht das fürs Erste eigentlich schon mal ganz gut aus bei beiden. So, das ist er jetzt aus dem Cosori. Er ist noch heiß, ich muss noch sachte machen. Aber so sieht es schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, ich muss nächstes Mal sehen, dass ich eine Form nehme, dass er nicht ganz so auseinanderläuft. Aber sonst hat das schon ganz gut geklappt. Und der vom Speedy, muss ich sagen, der sieht genauso aus. Also von daher eigentlich 1:1. Kein Unterschied. Und das war jetzt, wie sagen sie immer so schön, nur die einfache. Also nur die Heißluftfritteuse, die nur die Heißluftfritteusenfunktion hat. So. Jetzt lasse ich noch ein ganz klein bisschen abkühlen. Also von der Größe her sehe ich jetzt keinen Unterschied. Der vom Speedy ist etwas dunkler obendrauf.
aber nicht verbrannt. Ja, schauen wir mal nachher, wenn ich sie anschneide, ob wir dann einen Unterschied sehen. So, jetzt werden beide nochmal mit Butter bestrichen. So, jetzt habe ich mal kurz geschaut, einen Test gemacht. Und das ist jetzt der vom Speedy. Es ist noch arg heiß, aber hier ist es komplett. Der Boden auch gut und fest. Und beim Corsori habe ich das auch probiert, aber da traue ich mich gar nicht weiterzumachen. Denn da ist der Boden, wir können mal schauen, doch es geht. Er ist nicht ganz so fest, aber es ist auch heller. Der hätte vielleicht noch 2-3 Minuten länger gebraucht. Ja, und Weihnachten ohne Plätzchen, das geht ja gar nicht. Plätzchen mit nur 2 Zutaten, kein Mixer, kein Aufwand und trotzdem so lecker, dass du sie garantiert nicht anders haben möchtest. Ich habe jetzt hier meinen Mixer und in diesen Mixer kommt jetzt die Banane rein. Wiege ich hier 100 Gramm von dem Knuspermüsli ab, mache ein kleines dazu und dann sind es genau 100 Gramm. Ja, und diese 100 Gramm von dem Knuspermüsli, die kommen jetzt in meinen Mixer mit rein. Und das Ganze wird jetzt dann in den Mixer klein gemacht. Also dieser Mixer ist richtig ideal. Da kommt jetzt gerade der Deckel oben drauf und jetzt kommt dieser Mixstab, wird oben aufgesetzt. Das siehst du jetzt gleich. Und dann geht es auch schon los. So, mal kurze Zwischenkontrolle, mal schauen, wie es von der Konsistenz ist. Scheint noch etwas zu flüssig zu sein, zu dünn zu sein. Ich mache noch etwas Knuspermüsli dazu. Ich werde noch mal so mal 50 Gramm noch dazu machen. So, nochmal aufmachen, nochmal kontrollieren, wie es jetzt ist, nachdem jetzt die 50 Gramm noch mehr drin sind. Ja, man sieht schon, das ist bedeutend fester von der Konsistenz. So passt das entsprechend. Ja, und ihr seht auch mal von dem Mixstab nebenan, also von dem Mixer nebenan den Stab liegen, wie es einfach so zusammengebaut werden kann. Es ist wirklich ideal, dieser Mixer. Ich verlinke ihn auch unten mal in der Beschreibung. Ja, jetzt geht es schon weiter, dass ich entsprechend jetzt Backpapier auslegen kann und das Ganze nachher ausstechen kann. So, jetzt habe ich den Einsatz von meinem Airfryer geholt und da kommt jetzt dieses Backpapier entsprechend passend zugeschnitten rein und die Plätzchen werden jetzt da drinnen verteilt. Ja, klasse, die haben jetzt alle da genau reingepasst und das Ganze landet jetzt im Airfryer, 170 Grad und 15 Minuten stelle ich mal ein, aber ich schaue mal jetzt immer zwischendrin rein, wie lange die brauchen. So, fertig. Also nach 18 Minuten habe ich die jetzt rausgeholt, denn ich denke, sonst wären die doch... So, und wenn du jetzt willst, kannst du die noch mit Schokolade etwas überziehen. Ja, aus nur 2 Zutaten habe ich diese Herzchen zubereitet. Ich hatte eine Banane und mehr Müsli, mehr nicht. So, inzwischen sind meine Plätzchen etwas abgekühlt. Und ich möchte sie noch etwas mit Schokolade überziehen. Und hier habe ich einen wunderbaren kleinen Schmelzer für Schokolade. Das ist jetzt diese Form. Hier unten mache ich etwas Wasser rein. Das war schon fast zu viel des Guten. Und dann kann ich hier einstellen. Warm. Erstmal lasse ich es richtig kräftig schmelzen. Dann habe ich jetzt hier Blockschokolade. Und wenn du ein bisschen größeres Messer hast, du siehst, das ist jetzt die Methode, wo es schneller geht. Ja, ich habe mal Pralinen gemacht und deshalb habe ich mir dieses Gerät gekauft. Ja, da muss man ja die Schokolade genau temperieren, dafür ist das richtig ideal. Ich habe mir hier so eine Schieferplatte gekauft. Und auf der werde ich das Ganze dann auch anrichten. Also die Schieferplatte kam richtig gut verpackt an. Unten drunter hat es auch noch diese Näpfe, damit sie dann nicht wackelt.
So, und die lege ich jetzt schon mal hier hin. Denn da drauf richtig packe ich dann meine fertigen Plätzchen. Eine Schokolade. Eine Schokolade nimmt auch schon Form an. Ja, passt da fast richtig schön drauf. Das muss ich anfangen zurückdrehen. Ah, super. Alle sind drauf. So, jetzt haben wir einen kleinen Löffel. Also die Schokolade ist richtig schön geschmolzen. Die Pilze, seht ihr, sind schon weniger geworden. Da habe ich schon gegessen davon. Das schmeckt richtig gut mit der Banane. So, fertig. Ja, Lara, ein Schönheitspreis gewinnen die nicht. Aber mir ging es ja darum, ich wollte erst mal probieren, ob das überhaupt was wird. Banane und Knuspermüsli, also nur 2 Zutaten und daraus Kekse zu backen. Und du siehst, das hat geklappt. Ja, und jetzt hier bin ich danach auch noch auf eine weitere Idee gekommen. Das zeige ich dir jetzt gleich auch noch. Viel Spaß beim Nachbacken und ich freue mich auf Rückmeldung von dir. So, und hier habe ich die fertigen Plätzchen, einige davon genommen und habe die in meinem Mixer, da wo ich vorher das Müsli gemixt hatte, die Plätzchen, die fertig gebackenen Plätzchen drin, klein gemixt. Das ist ja jetzt mit Banane gebacken und mit Schokolade oben drüber. Und das müsst ihr auch mal probieren. Das schmeckt richtig lecker. Das auf dem Dessert oben drüber. Richtig klasse. Probiert das mal aus. Also ein paar Plätzchen übrig lassen oder ein paar mehr backen. Vielleicht auch die ein bisschen länger drin lassen, ein bisschen fester backen noch. Obwohl die waren eigentlich schon relativ fest am nächsten Tag. Dann hast du einen wunderbaren Streuselchen oder was du auf dein Dessert bei dem anderen oben drüber machen kannst. Ja, und jetzt habe ich für euch noch ein kleines Geschenk. Ich stimme euch schon mal etwas auf die Weihnachtszeit ein und ich hoffe, wir bekommen auch etwas Schnee. Ja, und wenn euch das gefällt, dann kann ich euch noch ein bisschen mehr dazu liefern. Alles andere findet ihr auch auf meinem anderen Musikkanal dazu dann nachher noch. Aber jetzt horcht mal ganz kurz rein und lasst euch etwas in Weihnachtsstimmung versetzen. Frau Holle schüttelt ihre Betten. Der Schnee fällt leise im Beat herab. Die Welt versinkt in weißen Ketten. Der Himmel tanzt im Klang der Nacht. Leise fliegt der Winter nieder. Über Häuser, über Zeit. Flocken tanzen wie kleine Lieder. Sanft und still, Unendlichkeit. Und jeder Ton klingt wie ein Traum, vom Schnee geküsst im Lichterraum. Frau Holle droppt den Himmel laut. Die Welt erwacht, der Bass baut auf. Drop it slow, fall like snow. Der Himmel leuchtet, soft und glow. Frau Holles Drop, der Beat wird weiß. Wir tanzen durch das Wintereis. Drop it slow, fall like snow. Der Bass zieht leis durch jedes Ohr. Frau Holle lacht und alles schwebt, wo Klang und Schnee im Takt verweht. Lichter spiegeln sich im Fallen. Zeit vergeht im Glitzerschein. Sterne funkeln, Engel schallen. Und irgendwo sind wir daheim. Sie dreht am Himmel ihren Klang. Die Wolken singen leis entlang. Und wenn der Beat sich niederlegt, ein Traum aus Schnee den Tag bewegt. Drop it slow, fall like snow. Wir schweben frei im Winterflow. Frau Holles Drop, die Welt wird still. Nur Bass und Licht, was bleiben will. Frau Holle schüttelt
ihre Betten. Und irgendwo beginnt der Traum. Ein Drop aus Schnee, ein Klang aus Licht. Der Winter tanzt im Himmel.